Nachdem wir jetzt in Rumänien eine Woche lang mit den Kameras im Staub und im Dreck gelegen haben und dabei hatten wir echt ein cooles Team aus Kameramännern und Redaktion da in Sibiu, da werfen wir jetzt mal einen Blick in die Ferne. Denn der Jörg von Bike2Asia, der hat uns letztens einen Besuch abgestattet. Und wenn ihr gerade überlegt, wo ihr im Winter Motorrad fahren gehen könnt, dann haben wir vielleicht genau den richtigen Tipp für euch. Ihr kennt Thailand von uns und von Motorradreise TV als eins unserer Lieblingsreiseziele, gerade im Winter. Und ja, wir haben immer viele Reaktionen auf unsere Videos von da bekommen. Es ist einfach ein Traumreiseziel für Motorradfahrer, das kann man gar nicht anders sagen. Aber viele von euch haben uns auch immer gefragt, ja, wie macht ihr das eigentlich mit den Motorrädern? Wir haben das Glück, wir haben Motorräder von Touratech dort unten oder dort drüben zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das ist eher die Ausnahme anstatt die Regel. Und viele fragen natürlich, wenn wir selber mal Thailand machen wollen, wie sollen wir es denn machen? Am besten geht es natürlich, wenn man sich Profis dazu holt. Und dafür haben wir heute den Jörg da von Bike2Asia. Dann erzähl du uns einfach mal, was macht ihr mit Bike2Asia? Was habt ihr im Programm und wo findet man euch zuerst? Okay, zuerst mal, wir sind in Chiang Mai zu Hause. Das ist im Norden von Thailand, ungefähr 700 Kilometer nördlich von Bangkok. Chiang Mai ist insofern wunderschön gelegen. Es ist ein bisschen höher, es ist umgeben von Bergen, vom Himalaya, die Ausläufer. Die Berge sind nicht allzu hoch, sprich, du hast wirklich absolute Traumstrecken zum Motorradfahren. Weite Kurven, relativ wenig Verkehr. Wir sind in 10 Minuten sind wir raus, sind wir in den Bergen. Du kannst im Prinzip den ganzen Tag einfach nur Kurven fahren. Das ist wunderbar. Was wir machen also geführte Touren in kleineren Gruppen und wir machen auch selbstgeführt. Also jeder kann auch eine selbstgeführte Tour machen. Das heißt, auf eigene Faust losfahren, kriegt von uns dann das Motorrad gestellt, die Hotels sind von uns gebucht. Er kriegt ein Roadbuch, alles dabei und kann dann alleine losfahren. Also ich glaube, Asien hat viele Reize, gerade wenn man halt auch über Thailand hinauskommt. Zum Beispiel für uns eine Sache, die wir uns anschauen wollen, Kambodscha. Aber insgesamt, wir kriegen es halt auch vom Feedback von unseren Zuschauern mit, viele haben es gar nicht so wirklich als Reiseland auf dem Schirm. Und wir haben jetzt auch festgestellt, nach 3 Mal, wo wir da waren, man kommt wirklich gut hin, hat eine gute Infrastruktur, aber es gibt noch so viele, ich sag mal, ja, so viele Highlights alleine in der Region, die das Motorradfahren einfach schön machen. Und du hast es vorhin, als wir uns unterhalten haben, so schön aufgezählt. Ja. Die Vorteile, ja, wie du sagst, also Thailand haben viele, oder Laos auch, haben viele als Motorraddestination noch nicht auf dem Schirm. Leider, aber es wird langsam mehr. Erik Peters war ja vor kurzem auch da und schlägt quasi ins gleiche Horn. Du hast einmal diese sagenhaften Straßen, sind breit. Du hast kaum Verkehr. Du hast kaum Kontrollen. Das heißt nicht, dass wir da rasen, aber du kannst entspannt fahren. Ja, du musst dich nicht immer auf dein Tacho konzentrieren. Dann klimatisch, die beste Zeit ist hier im Winter, da fährt man kein Motorrad, dann soll jeder nach Thailand kommen, Laos, Kambodscha. Da ist die beste Reisezeit in unserem Winter hier. Du hast fantastisches Essen, du hast super Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist also ein rundum sorglos Paket und das ist, wie ich vorhin schon sagte, so Schlaraffenland zum Motorradfahren. Ja, du warst ja gerade auch auf dem Travel-Event in Niedereschach bei genau so einem Bombenwetter wie hier. Ja. Und ich hab deine Flyer gesehen, viele werden auch die Flyer gesehen haben. Und hier ist nochmal wirklich in kurz und knapp beschrieben, was ihr anbietet. Also ihr habt eine Flotte von GS-Modellen, 700er, 800er und 1200er. Und jetzt hier zum Beispiel eine Guided Tour. Was ist da bei euch alles mit drin? Also bei unseren Guided Touren ist im Prinzip alles drin. Es ist all-inclusive, wenn du so willst, außer natürlich die Eigenanreise nicht. Aber wenn der Gast ankommt am Flughafen in Chiang Mai, holen wir ihn ab und dann braucht er sich um nichts zu kümmern. Das Motorrad
ist dort drin, 700er, 800er, 1200er. Die sind alle ein bisschen auch tiefer. Vor allem die 700er ist auch geeignet gut für kleinere Teilnehmer. Die Bikes sind versichert, das ist mit drin. Das ist auch wichtig. Wir sind auch die einzigen, die also sagen wir BMWs oder richtig tolle große Enduros, Reise-Enduros anbieten. Der Road Captain ist drin, fährt vorweg, kennt sich aus. Ein Guide, ein Local Guide ist dabei, ein Begleitfahrzeug mit einem Anhänger, Motorradanhänger. Die Unterkunft ist dabei, die Vollverpflegung ist dabei und ja, das war's. Also wirklich ein rundum sorglos Paket. Genau. Was ich ja relativ spannend finde, wo du vorhin schon mal kurz drüber erzählt hast, sind diese Self-Guided Tours. Das heißt, es sind jetzt keine Touren, wo ich mir bei euch ein Motorrad miete und dann auf eigene Faust selber was unternehme. Das ist ein bisschen anders. Kannst du das noch mal erklären? Also es gibt ja auch Teilnehmer, die vielleicht nicht so gerne in einer Gruppe fahren, sondern das auf eigene Faust machen oder wo das gerade mit dem Datum nicht hinhaut. Das geht bei uns auch. In Thailand ist das möglich, also nicht außerhalb von Thailand, weil das ist ein bisschen zu kompliziert dann und wir können dann auch nicht helfen, wenn irgendwas passiert in Laos oder in Myanmar oder wo auch immer. Also Self-Guided Tour bedeutet im Prinzip die Miete plus Hotel. Die Miete des Motorrades. Das Motorrad ist voll ausgestattet mit Gepäcksystem, Topbox, wenn man will, GPS. Und in dem GPS ist quasi alles programmiert, alle Wegpunkte. Man bekommt ein ganzes kleines Buch dazu, wo alle Wegpunkte beschrieben sind, alle Höhepunkte, was man so sehen kann unterwegs. Und dann ist man im Prinzip frei. Ja, man muss sich nicht an die Geschwindigkeit von anderen halten. Man kann, wenn die Bikes verfügbar sind, losfahren, wann immer ein Bike verfügbar ist. Und es sind ja einige Vorteile. Ist natürlich auch etwas günstiger. Das heißt, man bekommt eine Route von euch, man bekommt die Hotels vorgebucht und kann dann, ich sag mal, zwischen den Punkten sein eigenes Tempo, sein eigenes Programm machen. Genau. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit ein paar Freunden mich zusammentue, runterkommen möchte und finde jetzt hier bei euch im Katalog nicht das Programm, was uns passt, mögen es die Termine oder die Ziele sein, kann man sich da auch was Individuelles bei euch zusammenstellen lassen? Macht ihr sowas auch? Ja klar, also wenn du jetzt sagst, wir sind 5, 6, wie auch immer Freunde und wollen immer schon mal nach Kambodscha, dann machen wir natürlich auch eine Thailand-Kambodscha-Kombination oder gar nur Kambodscha. Wir haben es auch schon gehabt, dass wir die Bikes dann runterfahren Richtung Bangkok und von dort die Tour starten. Also jeder, der da mit einer kleinen Gruppe ankommt, ist quasi der Chef und kann bestimmen, wie viele Tage, wohin wollen wir, was wollen wir inkludiert haben. Vielleicht wollen wir gar keine Vollverpflegung oder vielleicht wollen wir einfachere Hotels, bessere Hotels, das ist alles flexibel. Ganz wichtig vielleicht auch noch, Thailand ist ein Ziel oder Südostasien ist ein Ziel fast für das ganze Jahr. Jetzt gibt es allerdings die berühmte Regenzeit. Viele schrecken da ein bisschen vor zurück, aber ich glaube... Du meinst die grüne Saison? Die grüne Saison, aber ich glaube, viel abschreckender ist das, was unmittelbar davor ist. Erzähl mal ein bisschen über die klimatischen Bedingungen noch. Okay, also ich sage mal als Faustregel, ich würde jetzt nicht unbedingt für Thailand, Laos, in der Region Südostasiens oder Kambodscha auch empfehlen, im April und Mai zu kommen. Dann ist es einfach wirklich sehr, sehr heiß und in Chiang Mai werden Felder abgebrannt. Also das ist nicht ideal. Danach im Juni, Juli, August bis Oktober ist die sogenannte, wir nennen es grüne Saison oder auch, es regnet halt, ja, aber selten regnet es den ganzen Tag. Meistens abends und nachts. Es ist halt, hat auch Vorteile. Alles ist wirklich wunderschön grün. Allerdings, im September, es kommt auch ein bisschen auf die Destination drauf an. Also im April, Mai soll man nicht total ausschließen, weil dann fahren wir halt nach China. Dann ist dort die beste Reisezeit für China. Gehen wir halt von Chiang Mai durch Laos durch und sind dann wirklich auch in den Bergen hoch. Also insofern ist das ganze Jahr über bei uns
Saison, so willst. Oh. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch ein paar Inspirationen geben konnten und vielleicht auch einen guten Ansprechpartner, weil wir wissen, viele von euch zieht es jetzt auch dahin. Erik Peters hat einen tollen Vortrag über die Region Südostasien. Ihr kennt unsere Berichte und uns wird es auch wieder dahin ziehen. Also, danke Jörg, dass du da warst, Bike2Asia vorgestellt hast und dann hoffentlich sehen wir uns im Winter in Chiang Mai. Ja, das hoffe ich doch sehr. Vielen Dank.